So, jetzt mache ich eine kleine Wanderung und wandere ein Teilstück des Pacific Crest Trails, sehr bekannter Wanderweg, der von der mexikanischen Grenze bis hoch nach Kanada verläuft. Und ein Teilstück verläuft auch hier über den Tehachapi Pass. Ja, und hier steht auch wieder alles voll. Hier auf der anderen Seite jede Menge G-Anlagen, G1.5er. Hinten dran nochmal V90. Und ganz da oben stehen auch nochmal einige Mikon-Anlagen, 600 kW. Also hier wird echt jeder Hügel ausgenutzt, um irgendwas hinzustellen. Da drüben auch nochmal alles voll mit G1.5ern. Da hinten sind dann ganz viele kleine Anlagen. Nochmal. Da will ich auf jeden Fall auch noch vorbei. Das können nochmal Nordtanks sein, so wie auf dem Altamont Pass. Das ist auch nochmal ein fettes Umspannwerk. Ja, und hier stehen jetzt einige Gamesa-Anlagen. Mit 80, 90 Meter Rotor, schätze ich. 2 Megawatt Leistung, schätze ich mal. Er sieht ähnlich aus wie Vestas, nur haben die oben noch so ein Hubbel drauf auf der, so ein Spoiler auf der Gondel. Da oben stehen auch super viele kleine Vestas-Anlagen auf Gittermast. Vestas V17. Da werde ich auf jeden Fall auch noch vorbeischauen, wenn ich hinkomme, was ich hoffe. Ja, mein eigentliches Ziel für die Wanderung ist der Berg da oben. Da stehen nämlich Zweiflügleranlagen. MAN Aeroman oder MAN Aeroman. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Richtig geil, auf die habe ich mich echt gefreut. Und das ist das Ziel für meine kurze Wanderung jetzt hier. Und ja, da mache ich mich jetzt mal los und würde sagen, melde mich von da oben nochmal. So, ich habe jetzt hier bei den G-Anlagen nochmal kurz angehalten. Stehen auch echt einige von denen hier. Die G1.5er. Aber auch echt ganz schön laut. Sieht noch relativ gut aus. Kein Öl. Von der stehen einige hier. Da auf dem Bergrücken auch nochmal G. Da sind jetzt die Gamesa-Anlagen nochmal. Da oben die V117. Und so wie es aussieht, auch nochmal größere G-Anlagen. Und auf jeden Fall auch größere Vestas. 426, wie es aussieht. Hinter nochmal jede Menge V90. Also die V90 ist wahrscheinlich eine der häufigst verbauten größeren Anlagen hier. Und ich hatte recht, da stehen tatsächlich Vestas V136. Wo sind sie? Da sind sie. Die haben nämlich auch den anderen Kühler.
Oder haben sie den normalen Kühler? Nee, hier ist glaube der 4 Megawatt Kühler. Also müssten 436 sein, größere glaube ich nicht. Und vorne dran auch nochmal kleinere Vestas-Anlagen auf Gittermast. Geil, haben wir V117, V90, V126, V136. Sehr cool. Ja, mein eigentliches Ziel ist jetzt dann hier oben der Berg, wo die Aeroman-Anlagen stehen. Auf die habe ich mich besonders gefreut. Da steht auch der ganze Berg voll. Nicht mehr alle intakt, aber ein paar schon noch. Da freue ich mich jetzt drauf. Dann berichte ich einfach von da oben nochmal. Ich bin jetzt kurz vor den Aeroman-Anlagen. Ja, ein bisschen traurig zu sehen. Das, was von den meisten Anlagen nur noch übrig ist, ist leider nur noch der Turm. Hier stehen überall die Türme ohne Gondel und ohne Rotor. Wahrscheinlich abgestürzt und dann abgeräumt. Da liegt auch schon ein Turm, der umgefallen ist. Da hinten sind noch welche, die noch relativ intakt aussehen. Zu denen werde ich auf jeden Fall mal hinlaufen, wenn ich hinkomme. Und da oben stehen auch noch ein paar, die laufen. Da ist eine. Und hier weiter oben sind noch welche, aber ja, leider nur noch sehr wenige intakt, die überhaupt laufen. Naja, besser als gar keine. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von einer Aeroman-Anlage. Da kommt man relativ gut ran. Die einzige in der Reihe, die jetzt noch intakt ist und läuft. Bei den anderen steht nur der Turm noch. Beziehungsweise da liegt der Turm schon am Boden. Hier stehen auch nur noch die Türme. Eine G-Anlage schon nebendran. Ja, sehr selten die Anlagen. In Deutschland gibt es die genau einmal auf der Ostseeinsel Fehmarn. Da habe ich sie schon mal gesehen. War mir aber gar nicht bewusst, dass das so eine Rarität ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Schnellste ist, wie es sich drehen kann, oder ob die jetzt nur am Trudeln ist. Wenn man das mit den Netwindanlagen vergleicht, wie schnell die gelaufen sind, das ist ja hier eher ein Rumgetrudele. 40 kW Leistung macht die gerade auch nicht. Was halt komisch ist bei den Anlagen, die haben die Blätter halt wie aus dem Wind gepitcht. Nicht in den Wind gedreht. Ja, die haben auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Der Turm ist komplett aus Stahl. Da hinten stehen noch einige, die besser in Schuss sind. Weiß ich jetzt allerdings nicht genau, ob man da gut hinkommt oder nicht, weil da schon ein Zaun ist. Der Wanderweg geht zwar direkt vorbei, aber ist immer noch ein Zaun davor. Nochmal ein cooler Blick hier in die Ebene. Da stehen so verdammt viele Anlagen. Krass. Ja, aber auf jeden Fall eine coole Zweiflügleranlage. Die Zweiflügleranlagen feiere ich immer sehr, weil es die halt nicht so oft zu sehen gibt. Macht auch echt schon komische Geräusche. Sich nicht mehr so gut an. Die werden auch heutzutage eigentlich gar nicht mehr gebaut, die Zweiflügleranlagen. Oben stehen auch noch mal ein paar, die noch ein bisschen besser aussehen. Da werde ich jetzt mal hinlaufen. Da geht nämlich der Wanderweg direkt vorbei. Und genau, melde mich dann von da nochmal. Ja, hier stehe ich jetzt nochmal bei anderen Aeroman-Anlagen.
Da scheint auch nur noch eine intakt zu sein, die oberste, die läuft. Bei 2 Stück fehlt der Turm. Steht nur noch der Turm. Bei der Anlage hier ist ein Rotorblatt abgerissen und auch das Maschinenhaus steht offen. Das Rotorblatt wackelt so ein bisschen hin und her. Was ich richtig geil finde, bei dieser Anlage hier ist ein Krähennest oben drauf. Da sieht man sogar die Krähe sitzen. Seht ihr das? Richtig cool. Hat die Anlage auch noch eine Verwendung. Keine Energie mehr produziert. Ein Habitat für eine Krähe. Sehr cool. Ja, ansonsten stehen schon noch echt viele von denen hier. Allerdings die wenigsten am Laufen. Da auf dem Berg steht alles voll. Bei vielen nur noch der Turm. Manche laufen leider gar nicht mehr. Und zu den Anlagen da hinten komme ich jetzt leider gar nicht hin. Das ist jetzt ein Zaun. Aber da liegen auch schon sehr viele Türme, wo sie Anlagen scheinbar abgebaut haben. Aber die Anlagen da, die stehen alle. Da laufen noch ein paar. Ja, da oben sind auch nochmal Vestas-Anlagen, V44, so wie es aussieht. Und hinten dran kleine Mikon. Auch nochmal Vestas. Und da hinten, da steht ein Turm von einer Vestas-Anlage mit Gondel, allerdings kein Rotor. Vielleicht haben sie da das Getriebe getauscht. Rotor ist unten oder so. Und da sind jetzt die V136. Oder ich glaube, da sind noch V126. Da hinten, das sind auf jeden Fall V136. Die großen da. Nochmal die andere kleine, auch ein geiler Vergleich zwischen der G und der Aeroman. Ja, ich schätze mal, die Anlagen laufen so lange, bis sie kaputt gehen und dann werden sie halt abgebaut. Aber echt schade. Und es würde mich echt mal interessieren, ob die wirklich nur so langsam laufen oder die Blätter sind ja aus dem Wind gedreht eigentlich, also die können ja eigentlich gar nicht so schnell laufen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Naja, ich laufe jetzt mal noch ein Stück hoch, vielleicht komme ich noch mal ein Stück näher dran und von oben, ganz oben hat man bestimmt auch noch mal eine coole Aussicht. So, jetzt bin ich hier ganz oben auf dem Berg angekommen und hier hat man einfach noch mal eine gigantische Aussicht auf dieses ganze Tal hier mit den Anlagen. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Hier noch mal die Aeroman-Anlagen. Die eine, die sich gerade eben noch gedreht hat, dreht sich jetzt nicht mehr. Ich finde die Dinger schon irgendwie komisch. Weiß man nicht so richtig, drehen sie sich jetzt, trudeln sie nur. Und vor allem, dass halt die... jetzt dreht sich mal wieder ein bisschen. Und vor allen Dingen, dass halt die Blätter quasi aus dem Wind gepitcht sind. Und stehen halt auch alle irgendwie in unterschiedliche Richtungen. Ja, und das ganze Tal hier steht voll mit den Aeroman-Anlagen. Die meisten allerdings nicht mehr intakt.
Einige wenige laufen noch, einige stehen und bei manchen steht nur noch der Turm. Drüben auf dem Berg steht auch nochmal alles voll. Ja, dann hier oben drüber Vestas V44 und noch eine Nikon. Das ist nochmal die Vestas-Anlage, bei der der Rotor fehlt. Muss eine V112 sein. Ja, und dann hat man hier die V90. Die ganzen G-Anlagen, die 1.5er. Jetzt dreht sich mal wieder ein bisschen die Aeroman-Anlage. Und da hinten sieht man jetzt die ganzen V90 in der Ebene, von da kam ich her. Alles voll. Den V90 3 Megawatt. Und da geht es dann los mit dem ganzen Kleinvieh. Die ganzen kleinen Mitsubishi-Dinger. Aber das summiert sich. So viele kleine Anlagen produzieren auch Leistung. Da sieht man nochmal die V136 und auch Vestas auf Gittermast. Ja, in der anderen Richtung hier stehen auch einige neue Vestas-Anlagen. Ich meine, das war ein Repowering-Projekt. V126 haben aber auch den 4 Megawatt Kühler. Also ich schätze mal, die haben 3,6 MW. Auch V126. Und da stehen dann die V117, die kleinen, auf Gittermast. Da auch nochmal jede Menge Kleinvieh. Nochmal V117. Noch wieder andere kleine. Dieser ganze Bergrücken hier steht voll mit so kleinen Gittermastanlagen. Und da hinten, das müssten dann wieder die auch Nordtankanlagen sein, so wie in hier auf dem Altamont-Pass, die NTK 65. Und da sind dann nochmal die ganzen G15er und Gamesa. Und da hinten der Berg steht auch komplett voll. Absoluter Wahnsinn. Und auf dieser Deponie oder was das ist, da stehen auch nochmal Anlagen. Ja, jetzt habt ihr einmal einen 360-Grad-View. Schon der absolute Wahnsinn.